Ja, Freunde, ich bin heiß. Heute geht's nämlich zum ersten Mal in den Restoration rein, in der neuen Werkstatt. Die letzten beiden Videos waren ja in dem Sinne schon besonders, dass das vorletzte Video quasi das letzte Video in der alten Werkstatt war. Das zu dem Zeitpunkt letzte Video war ja die Fertigstellung meiner Werkstatt. Da habe ich euch das Endresultat natürlich auch gezeigt. Also wer das noch nicht geschaut hat, kann da auch gerne vorbeischauen. Und heute das Video ist besonders, natürlich, weil das erste Projekt in dieser Werkstatt heute durchgeführt wird. Und wie immer habe ich natürlich riesen Bock drauf und deswegen starten wir direkt rein. Ja, Freunde, und was soll ich euch sagen? Das Messer ist aus gutem Grund hier. Man sieht's direkt. Das Produktstück hat auf jeden Fall schon mal bessere Zeiten erlebt. Überall Rost. Bei der Klinge wurde offensichtlich schon mal selber versucht, Hand anzulegen. Was natürlich nicht verkehrt ist, aber man sieht, das wurde auf jeden Fall nicht ganz so professionell durchgeführt. Aber da machen wir uns keine Sorgen, denn wir können das ja besser. Der Aufdruck an der Klinge sagt Decora Solingen. Also, wieder mal ganz klassisch ein Soling-Messer. Die standen ja schon immer und stehen ja auch heute noch für gute Qualität. Also das ist auch erstmal eine erfreuliche Nachricht. Und natürlich, ich habe es direkt mal ausgeklappt, denn hierbei handelt es sich nicht um ein normales Messer, wie man vielleicht in einem zugeklappten Zustand denken könnte. Sondern ihr seht, wir haben hier neben dem Messer noch 4 weitere Funktionen. Beziehungsweise, naja, wenn man das hier als Doppelfunktionen sehen will, dann vielleicht auch mehr. Aber ihr wisst natürlich, wie ich es meine. Zum einen haben wir auf der Griffinnenseite, also da, wo auch die Klinge hinzeigt, eine Säge, die auf mich noch einen sehr, sehr scharfen Eindruck macht. Also die wurde wahrscheinlich noch nicht so oft benutzt. Dazu noch ein kleines Essential, nämlich den Flaschenöffner. Als nächstes haben wir hier eine Feile. Die kann sogar beidseitig als Pfeile benutzt werden. Einmal natürlich hier gerade durchgehende Linien und einmal hier das Diamant-Pattern. Und wie ich gerade gesagt habe, das Werkzeug hat ja auch eine kleine Doppelfunktion. Ich denke mal einfach nur eine Gabel oder sowas. Was anderes kann ich mir darunter nicht vorstellen. Also auch eine Currywurst kriegt man damit zur Not runter. So, auf der Griffrückseite ist das Ganze ein bisschen kleiner ausgefallen. Hier haben wir nur einen ganz normalen Korkenzieher, man kennt's. Wo mich jetzt auch mal interessieren würde, wie oft habt ihr den schon benutzt an einem Multitool oder einem Messer wie diesen? Denn ich tatsächlich würde behaupten, obwohl es an so vielen Werkzeugen, Messern und Multitools verbaut ist, habe ich persönlich einen Korkenzieher noch nie gebraucht. Aber naja, es ist da und damit kann man es dann auch im Notfall mal benutzen. Ja, und was könnte das letzte Werkzeug sein? Ich denke mal, das soll eine Ahle darstellen, also irgendwas, womit man einfach nur ein Loch pieken kann. Aber so wirklich spitz ist das Ganze auch nicht. Und auch sonst hat das Ding hier keine weiteren wilden Fähigkeiten. Die beiden Werkzeuge auf der Innenseite funktionieren eigentlich ziemlich gut. Die lassen sich aus- und zusammenklappen. Die am Griffrücken sehen schon ganz anders aus. Hier muss man schon einiges an Kraft aufwenden. Ich muss sie auch mit der Zange vor dem Video rausholen und auch rein gehen sie nicht so, wie sie sollen. Also auch das wird was, worum wir uns kümmern müssen. Zu guter Letzt gucken wir uns noch ganz kurz die Scheide an. Bei der reißen langsam hier, man sieht schon, die Knöpfe aus der Scheide. Also hier ist das Leder sehr, sehr spröde und rissig geworden schon über die Zeit. Genauso wie die Nieten, die reißen hier auch aus dem Leder raus. Hier zeige ich euch nochmal ein kleines Bild von dem originalen Aufbau der Scheide. Und da seht ihr, hier fehlen einige Teile. Und deswegen, also aufgrund der fehlenden Teile und weil das Ding hier schon anfängt auseinanderzufallen, werden wir auf jeden Fall in einem separaten Video uns um die Scheide nochmal selber kümmern und da was komplett Neues anfertigen. Aber heute soll es hauptsächlich erstmal um das Messer an sich gehen. Und der erste Schritt, ich muss es glaube ich fast gar nicht mehr sagen, ist, wir nehmen das Ding auseinander. Oh Leute, das geht eigentlich ganz gut hier. So, und die beiden Hauptpins haben wir jetzt raus. Jetzt haben wir hier noch einen Pin, der unter den Griffschalen versteckt war, der jetzt die beiden hinteren Werkzeuge hält. Und um das Messer vollständig auseinandernehmen zu können, müssen wir den natürlich auch rauskriegen. So, das sind alle Teile, die jetzt zu dem Messer gehörten. Ihr habt gesehen, wir haben sie relativ problemlos auseinanderbekommen. Wir haben natürlich die beiden Griffschalen, die erklären sich von selbst. Genauso wie die 4 Werkzeuge hier, die erklären sich auch von selbst. Die Klinge an sich, die mit dem Tang natürlich die Basis für die ganzen anderen Werkzeuge bildet. Den Fingerguard, der wie bei vielen Messern einfach nur aufgesteckt war, was natürlich das Auseinandernehmen wesentlich einfacher macht. Und jetzt bleiben noch 6 Teile übrig, die sich vielleicht nicht direkt von selbst erklären. Zum einen sind das hier diese 4 bronzefarbenen Inlays. Diese werden immer zwischen den Werkzeugen platziert und dienen sozusagen ein bisschen als Washers, also um die Reibung zwischen den einzelnen Werkzeugen so ein bisschen zu minimieren und sollen das Ganze ein bisschen leichtgängiger machen. Und die beiden Teile, die jetzt noch übrig sind, das sind die beiden Federn.
die einmal die Säge und einmal die Pfeile in Position halten und somit zum einen im offenen Zustand das Werkzeug offen halten, aber wenn man es zusammenklappt, auch ein bisschen Druck ausübt, damit das leichter zusammenschnipst. Die beiden kleinen Werkzeuge haben sowas nicht, die agieren einfach nur unter Reibung, das heißt der Pin drückt die beiden Werkzeuge und natürlich die jeweiligen Inlays zusammen, sodass dadurch ein bisschen Kraftaufwand nötig ist, die einmal aufzuklappen und natürlich dann auch wieder zusammenzuklappen. Alles klar, das war's mit der kleinen Lehrstunde und jetzt gehen wir ans Saubermachen der einzelnen Teile. Nachdem der grobe Rost entfernt wurde, können wir die Klinge erstmal zur Seite packen, denn die kriegt nachher sowieso nochmal eine Sonderbehandlung. Und all die Teile, die jetzt noch liegen, die sind tatsächlich verchromt. Das heißt, hier bringt es sogar noch was, wenn wir das Ganze nochmal mit Polierpaste etwas aufhübschen. Ja, so, ich würde sagen, erster Meilenstein geschafft. Die 4 Werkzeuge und die 2 Federn sind ja schon wieder so, dass wir sie theoretisch verbauen könnten. Aber dafür fehlt natürlich noch die Basis, also das Messer an sich. Und deswegen würde ich sagen, damit machen wir einfach direkt weiter. So Freunde, und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, an dem wir eigentlich das Ganze schon wieder zusammenbauen können. Und für die aufmerksamen Leute, die sich fragen, was mit den messingfarbenen Inlays hier passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist, dafür habe ich natürlich auch eine Erklärung. Das Ganze ist leider nur beschichtet und nicht vollständig aus Messing. Und damit konnte ich die Inlays leider nur bedingt wieder ein bisschen hübsch machen. Denn alle dunklen Stellen, die ihr jetzt hier seht, sind nicht oberflächlich auf der Beschichtung drauf, sondern quasi schon das freigelegte Metall darunter. Aber zumindest die Kanten, also das, was zum Schluss tatsächlich sichtbar sein wird, konnte ich wieder schick machen und damit denke ich, sind wir hier auch auf der sicheren Seite. Also Leute, jetzt geht das Gefummel los, denn wir versuchen jetzt das Ganze wieder zusammenzubauen. So, der erste mittlere Pin, der dann quasi nachher unter den Griffschalen verschwindet, ist jetzt schon mal drin. Das nimmt uns ein bisschen den Druck, weil jetzt kann das hier schon mal so wie es ist nicht mehr auseinanderfallen. So, der letzte Cut war jetzt gerade ein Zeitsprung von ungefähr einer Viertelstunde, denn ich musste das Ganze noch auseinandernehmen. Vielleicht hat es ein findiger Zuschauer zwischendurch schon bemerkt. Ich hatte den Fingerguard vergessen und den kann man natürlich im Nachhinein nicht ranmachen, sondern nur so lange, wie die Klinge noch separat ist. Aber jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade waren und jetzt werden wir weitermachen mit den beiden Federn. Freunde, und jetzt können wir endlich aufatmen. Der Griff ist wieder zusammen und fällt hoffentlich auch nicht mehr auseinander. Dafür sorgen, wie gesagt, die 3 Pins. Es funktioniert alles glücklicherweise genauso wie geplant. Die Werkzeuge sind hier, man merkt's, federunterstützt. Und die beiden Werkzeuge, die man vorher gar nicht aufbekommen hat, gehen jetzt natürlich auch auf. Und so wie es für gewöhnlich immer der Fall ist, dass wir anfangen mit dem Auseinandernehmen, hören wir auf mit dem Schärfen.
Und dadurch, dass die Klinge in einem so schlechten Zustand war, als das Messer zu mir kam, mussten wir vorhin beim Regrind auch relativ viel Material wegnehmen, was den Vorteil hat, dass wir jetzt nicht nochmal extra zur Maschine laufen müssen, da wir ja schon eine relativ fein ausgeschliffene Klinge haben, und den Rest kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch per Hand hin. So Jungs und Mädels, nach einigen harten Arbeitsstunden können wir das Teil jetzt auch als fertig betiteln. Wichtig, wie ich natürlich am Anfang gesagt habe, zu dem Messer gehört natürlich noch die Scheide, die wir, wie angekündigt, in einem extra Video originalgetreu nachbauen werden. Denn erst mit der Scheide ist das ganze Messer natürlich komplett und auch erst dann können wir den gesamten Auftrag als abgeschlossen bezeichnen. Hier am Ende streue ich es gerne nochmal ein, denn es passt gerade so gut. So ziemlich alles, was ich in meinen Videos mache, sind Aufträge von euch, also von meinen großartigen Zuschauern. Und damit ich weiter Content für euch produzieren kann, würde ich mich natürlich riesig freuen über jegliche Art von Angebot bzw. Auftrag, was ihr denn gerne wieder restauriert haben wollt bzw. schick gemacht haben wollt. Aber ich sag's natürlich auch immer wieder dazu, das ganz normale Schärfen von Messern und allen anderen, was schneiden soll, übernehme ich für euch natürlich auch liebend gern. Also meldet euch auch, wenn es darum geht, liebend gern bei mir. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das Projekt erst dann abgeschlossen ist, wenn der zweite Teil zu der Scheide kam, möchte ich mich allerdings trotzdem jetzt schon mal bei dem Auftraggeber bedanken. Denn den Großteil der Arbeit haben wir schon erfolgreich hinter uns bringen können. Und natürlich bedanke ich mich auch immer bei euch, den Zuschauern, fürs Gucken. Ihr könnt es euch schon denken, ich sag's trotzdem nochmal, ich hatte natürlich bei diesem Projekt auch wieder riesen viel Spaß. Im Outro, was jetzt natürlich direkt im Anschluss folgt, habt ihr nochmal sehr, sehr gut die Möglichkeit, den Anfangszustand mit dem jetzigen zu vergleichen. Und ich denke, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Außerdem würde ich mich natürlich wie immer riesig über einen Kommentar freuen. Teilt mir gerne mit, was ihr über das Projekt denkt. Und damit wünsche ich euch erstmal nur das Beste. Wir sehen uns auf jeden Fall in nicht allzu weit entfernter Zukunft. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao.